steht natürlich gleich noch ein GT2 RS, der natürlich ja auch schon umgebaut worden ist. Die Jungs haben uns gesagt, der kam mit 300 Meilen, wurde der angeliefert. Ja, die Sachen mal eben nur um den Auspuff einzubauen, ist ein 2 bis 3 Tage Job, weil das ganze Auto auseinander wieder zusammenbauen ist nicht so einfach, weil das sind ja alles One-of-One, wenn man es so nimmt. Also mit HRE-Upgrade-Rädern für LaFerrari kenne ich mich nicht so aus. Also der hat bestimmt 1500, 1600, würde ich sagen. Vielleicht sogar mehr. Wenn ihr mal die Räder mit den Rädern, ja. Der hat hinten dicke Drag-Tires drauf, wie die Thompsons oder sowas. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns immer noch in Amerika, mittlerweile nicht mehr in Los Angeles, sondern mittlerweile in Las Vegas. Wir sind nämlich heute auf der SEMA, waren gestern auch schon mal hier, hatten gestern das ein oder andere Gespräch, wurden nämlich von ein paar Partnerfirmen eingeladen. Und ja, wir dachten uns, jetzt nehmen wir euch mal mit, laufen hier über die Messe und gucken uns das mal zusammen an, was hier alles so los ist. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Zelt von Toyo. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge von unglaublich coolen Autos. Wir werden es nicht schaffen, alle zu zeigen. Wir gehen mal nur auf ein paar ein, weil hier ist einfach so unglaublich viel auf der Messe. Es ist, ja, ich denke, wir werden einen kleinen Bruchteil von dem anreißen, was hier los ist. Naja, wir gucken uns mal den Mercedes an hier. 190er stehen ja auch relativ viele auf der Messe rum. Also ich finde es unglaublich, wie viel Mühe, Geld und Zeit die Leute in die Autos investieren, nur um die hier hauptsächlich irgendwie auf der SEMA auszustellen. Was ich besonders cool finde, ist der hier. Ist genau das Gegenstück zu dem da. Echt sauberes Auto, ne? Oder Matthias, was sagst du dazu? Ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter. Da vorne stand nämlich noch so ein ganz wilder Golf, den müssen wir uns auf jeden Fall angucken. So, jetzt stehen wir hier bei dem Golf. Ja, auch total bekloppt. Breitbau, komplett umlackiert das Auto. Was ich aber eigentlich am coolsten finde an dem Auto, was ich kurz zeigen wollte, ist, man sieht hier drin, ganz klar, ist ein 5-Zylinder-Motor. Aber wenn man dahinter guckt, da hat sich jemand bedient in dem Lamborghini R8-Regal. Das ist ganz klar ein Krümmer vom R8 oder vom Huracan, der einfach abgeschnitten worden ist, Vorbandschelle drauf, Single-Turbo daneben gesetzt. Coole Idee. Hier steht noch was Wildes rum, und zwar ein 356 oder was von dem Auto zumindest noch übrig geblieben ist. Ja, ich meine ja nur, das Auto spricht für sich, ne? Ist kompletter Kevlar-Body, und wenn man sich das Auto genauer anguckt, steckt da hinten auch ein Honda-Motor drin. Innen drin ist auch nicht mehr viel von dem Porsche über. Aber ja, ich sag mal so, hier hat sich jemand das gebaut, wo er Bock drauf hatte. Die Idee ist cool. Relativ viel Leistung, leichtes Auto. Ich glaube, das Ding macht bestimmt Spaß zu fahren.
Hier ist das ein typisches SEMA-Bild. Ja, also V12 in einem Z4. Ich würde sagen, das ist hier so ein GT3-Bodykit drauf auf dem Auto mit einem riesen Kompressor vorne drin. Ja, bei uns in Deutschland, wenn man sowas sieht auf einer Messe, weiß man ganz genau, die Autos stehen irgendwo in der Garage und werden nur zu so einer Messe rausgeholt. Also bei dem Kollegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Ding hier auch jemand auf der Straße fährt. Jetzt stehen wir hier neben einem 350Z. Ja, man könnte sich fragen, warum nimmt man den V6 aus dem 350Z raus und macht da einen Honda-Motor rein? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten. Genau deswegen, weil 2 Motoren immer besser sind als einer. So, wir befinden uns jetzt hier wieder in einer dieser Truck Areas. Ich würde nämlich sagen, so ungefähr 80% von dem, was hier steht, sind Pickups und hochgelegte Trucks, schon fast Monster Truck mäßig. Wir haben auch davon schon viele hier auf der Straße rumfahren sehen, total wild mit Unterbodenbeleuchtung in den Radkästen und sowas. Also die stecken hier richtig viel Geld in diese Trucks. Das ist unglaublich, aber wir laufen hier durch und zeigen euch ein bisschen mehr. Ist einfacher, wenn ich nicht so viel dumm rumlaber. Trucks und noch mehr Trucks, tiefe Trucks, hohe Trucks, noch mehr Trucks. Man kann es kaum glauben, aber hier sind noch mehr Trucks. People who ride with ya, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climb them fences, get bruised up, got stitches, bring them back to their senses, know how the game go, checks and payrolls remain the same, no, forecast Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me, getting love everywhere we go, don't carry vendettas, doing everything better, step into the scene and they stuck like leather, groupies follow me, for the green, pause to proceed, but we never lost, tryna be fake, tell me what it costs. Everything you touch, let's go back to dust. Hating cause you can't be like us, but just want you to vibe with me. Touch the sky, come fly with me. Be real, don't lie to me. When it's gone, there ain't no bringing it back. You know what it is, bringing it back. Zu Giantoni, hoffentlich kriegen wir den vor die Kamera. Dann können wir euch nämlich mal ein bisschen amerikanisches Hypercar-Tuning zeigen. Hi everybody, my name is Alex. I'm the owner of Gintani. We develop aftermarket performance products for Lamborghinis, Porsches, Ferraris, McLarens, all high-end exotics. We do exhaust systems, twin turbo kits, built engines, tuning, just like you guys do in Germany with the Porsche, all the Porsche stuff. We do some Porsche stuff, but not as much as you guys do. But our main focus is obviously the V12 platform. With our twin turbo kit, built engine products, that's basically it. Yeah, I saw something really cool. You have the water intercooler intake manifold for the Aventador, right? Yeah, that's our full intake replacement. So we get rid of the plastic intake manifold that goes on the Aventador because obviously when you put boost in there, you have problems. They end up cracking. So we do all billet runners. It's a full, complete manifold replacement. It's got 4 750 horsepower Garrett cores inside. So we have about 3,000 horsepower of cooling. And then we run the AC Freon through the system. Oh, so it's got cool. A full chiller. Yeah. The AC on the Aventador, actually the compressor runs at all times because it uses it as a chiller for the fuel. Yeah. So it also, we use it to cool down the... So it's like the same system in a 997 Turbo. Exactly. Yeah. So that's basically what we're doing. This is one of our manifolds. We're on our 7th car now, building our 7th car. And we got a couple more built motor cars that we're doing. We just made a 1850 wheel on 19 pounds of boost. And that's crazy. Broke the clutch, but now we make a bigger and better clutch. You know how that goes. So once the clutch is ready, we'll turn it up and hopefully make around 2,500 horsepower. Crazy, man. And that's just
basically it, man. Really cool, really cool. Do you have also the turbo kit in this Aventador, or it's only? No, that one has our full naturally aspirated package, so it's tuning, full exhaust, our F1 system, which is worldwide I known. saw some videos from DDE. Yeah, They have so, your crazy exhaust. Yeah, that's our number one seller is our exhaust system. So we try to do a lot of V12s, and looking forward to get our Revolto in the next 2 months and start doing the stuff for that. And we also do a twin turbo kit for the Huracan, just a bolt-on kit. And that's it. Just a bunch of different options. Try to make power just like you guys do and have fun and break stuff, you know? Cool, But, very cool. I enjoy it. Thank I you. hope you have a nice day. Thank you Nice for to meet visiting you. us. I appreciate Yes, you guys. yes. See you. Thank you. Hier gibt es unglaublich viele Scheinwerferhersteller, halt für so Resto-Mods und so weiter und so fort. Und wir haben hier was entdeckt, das können wir euch nicht vorenthalten. Das ist so lustig, also lustig und cool zugleich. Naja, wir gehen mal rüber, wir gucken uns das was mal eben an. So wild wie die Optik von dem Auto auch ist, ne? Ich muss sagen, die Rückleuchten finde ich echt cool für den Boxster. Neben mir steht ein P1 GTR, wie man sehen kann, mit Kennzeichen. Also ich habe mich mit dem Auto eine Zeit lang beschäftigt. P1 ist ja generell sehr cool. Die GTR-Version ist ja die absolute Rennauto-Version. Davon gibt es sehr, sehr wenige von. Preis von dem Auto ist unglaublich. Ich glaube 3 bis 4 Millionen. Wenn es einer weiß, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ist echt wild, weil ich glaube, es gibt nur 2 Stück, die mit Straßenzulassung sind. Einen aus England und ich glaube einen aus Amerika. Aber da will ich nichts Falsches sagen. Muss man sich mal genau angucken. Also es ist wirklich ein vollwertiges Rennauto. Halt mit Straßenzulassung, so wie wir das mit den Cup-Autos ja auch gerne machen mit dem Porsche. Ja, man sieht, für die Straßenzulassung wurden halt die Rennsitze rausgenommen, ein paar normale reingemacht. Aber wenn man sich das Cockpit genau ansieht, das ist definitiv ein Rennauto gewesen. Auch von hinten mit dem Flügel und so, das ist schon Endstufe. Na, guckt mal den Auspuff an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wer damit auf der Rennstrecke fährt. Da musst du nämlich richtig Geld über haben. Weil wenn du mit dem Ding einplankst, also bin ich ganz ehrlich, wenn mir das passieren würde, würde ich nicht aussteigen wollen danach. Wir haben hier noch was super Interessantes entdeckt, und zwar was super Schönes, ein richtiges Sahnestück. Das Ding, ich würde mal sagen, er wurde restauriert. Genau sagen kann ich es nicht, weil hier steht auch leider doch Restoration Paint, bla bla bla. Also das Ding wurde voll gemacht. So sieht der auch aus. Auto ist super clean und da lässt natürlich einem das deutsche Herz höher schlagen. Schön mit VR6, beziehungsweise in dem Fall ja schon mit dem R32 Motor. Schön sauber gebaut. Schickes Auto. Wir schauen natürlich auf sämtliche Fahrzeuge. Man muss dazu ganz klar sagen, wir machen ja jetzt hier eine gezielte Kontrolle bezüglich technischer Veränderungen an Fahrzeugen. Die überprüfen wir natürlich, ob die legal sind, also zulässig sind oder halt nicht. Wir schaffen Fakten, die Polizei vermutet nicht. Wir messen gewisse Höhen an Fahrzeugen, die in dem Fahrzeugschein oder in den Papieren eingetragen sind, die messen wir nach und kontrollieren diese. Bei gewissen Abweichungen stellt das eine Ordnungsfähigkeit dar, die von uns geahndet wird. Lärm macht krank. Wir haben in Deutschland über 3000 Herzinfarkttote, die aufgrund von Lärm versterben. Man muss sich vorstellen, eine Verdopplung der Wahrnehmung sind nur 10 Dezibel von den menschlichen Hören. Und 10 Dezibel, dann wird immer oft belächelt, wenn wir diesen Wert messen. Der ist ja nur 10 drüber, aber genau das macht es aus. Wir sind aber ganz klar von unserer Arbeit überzeugt. Wir machen Verkehrssicherheitsarbeit. Uns geht es nicht darum, den Leuten dementsprechend das Hobby zu vermiesen oder irgendwelche andere Sachen zu machen. Wir wollen, dass die Leute sicher auf den Straßen fahren. Deswegen hier werden irgendwas in den Arm reißen. Ich hol den Ding da raus. Das war's noch.
Wir sind hier jetzt durch mit der SEMA Show, aber eigentlich wollte ich noch mal eben kurz mein Fazit geben zu der Messe. Also für uns als Fahrzeughersteller bzw. als Tuner es ist cool, hier über die Messe zu laufen, weil du halt einfach sehr, sehr viele Gestände findest, wo es halt einfach Produkte gibt, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Also Kontakte knüpfen hier, um uns selber zu versorgen, ist natürlich mega. Ich glaube jetzt aber für jemanden, der hier hinkommt, um Autos zu sehen, ist es definitiv nicht die richtige Messe. Außer man möchte unbedingt Trucks sehen, weil Trucks sind hier bestimmt 80%. Man sieht immer bei Instagram diese ganzen coolen Autos, diese ganzen SEMA-Builds, die sind hier definitiv, aber es ist ein Bruchteil von den Autos, die hier stehen. Man muss mindestens an 50 bis 80 Autos vorbeilaufen, bevor man im Prinzip das sieht, was man erwartet. Was zum Beispiel auch unglaublich ist, es gibt ja eine Halle, die ist komplett voll nur mit Werkzeug, eine, die nur voll ist mit irgendwelchen Reifenherstellern, die von überall von der ganzen Welt kommen. Diese Messe ist einfach so groß. Jede Halle ist gefühlt so groß wie die ganze Essener Motorshow. Also ja, wenn man wirklich hier hinkommen will, um sich ein paar verrückte Autos anzugucken, Trucks und so weiter, ist genau das Richtige. Wenn man aber nur das sehen möchte, was man auf der Essen Motorshow zum Beispiel erwartet, glaube ich nicht, dass das hier das Richtige ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal auch wieder ein. Ciao, ciao. Ich habe schon Fotos von dem Auto gesehen, aber natürlich auch keinen in echt. Wer fährt sowas bei uns auch in Deutschland? Sehr schade, weil Auto ist genial. Vor allem daneben auch nochmal 2 Originale. Das ist natürlich super sexy. Wir sind an einem 918 vorbeigelaufen. Wir haben ihn einfach übersehen. Reizüberflutung, wie auch immer. Guck dir das doch mal. Auch kein Kennzeichen, steht einfach Regera auf einer Carbonplatte. Ich meine, das ist ja der Auspuff, ne? Das hier. Also ich meine, 3 bis 4 Millionen kostet ja der neue Countach. Steht da auch einfach so mit dazwischen. Dann noch ein getunter Aventador, noch ein getunter Aventador. Als wäre es hier das Normalste auf der Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns immer noch in Amerika, aktuell nicht mehr in Las Vegas, sondern hier neben mir steht ein McLaren. Neben mir steht hier ein McLaren P1 GTR, wie man sehen kann auch. Let's go. Wir haben hier noch was super, ich habe schon mit M angefangen.